Leute, es gibt News auf unserem Kanal und die möchten wir heute mit euch teilen. Bisher habt ihr ja vor allem Aurora oder mich vor der Kamera gesehen. Wir beweisen jetzt, dass wir echt sind. Ah! Verdammt! Ich kann das. Ich kann einen Huhn imitieren. Ich weiß es. Ich bin da ein bisschen stolz drauf. So. Okay. Leute! Keine Panik, wir bleiben. Aber die unsere WhatsApp-Nummer haben, die wissen vielleicht schon, dass wir ab jetzt eine neue Person auf unserem Kanal sehen werden. Und weil wir sie euch so vorstellen wollen, dass sie direkt schon Fragen von euch beantworten kann, haben wir denen, die schon über WhatsApp mit uns chatten, die Möglichkeit gegeben, uns exklusiv Fragen vorab zu schicken. Oh mein Gott, ich fühle mich sehr, sehr geehrt. Sehr, sehr geehrt. Vielen Dank. By the way, liebe Grüße an Aurelie für diese süße Sprachnachricht an dieser Stelle. Hat ein bisschen mein Herz erwärmt. Und ich glaube, einigen ist das vielleicht gar nicht so bewusst, aber hier auf YouTube in den Kommentaren und auch auf WhatsApp schreibt ihr meistens gar nicht mit mir oder mit Aurora, sondern mit einer Person, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde, unserem Community Girl, Shannon! Hallo! Hallo, hallo! Welcome im Brust-Raus-Setting. Die Leute, die schon mal Kommentare geschrieben haben oder Nachrichten geschrieben haben und eine Antwort bekommen haben, this is the person. Ich habe auch eure Fragen mit dabei, die ihr mir geschickt habt auf die Nachricht, die ich euch geschickt habe. Und da waren ja auch schon so ein paar Tipps dabei zu der Person, die neu auf unserem Kanal ist. Genau, ich würde mal sagen, wir machen es noch ein bisschen mysterious. Drop mal ein paar Tipps zu der Person, die jetzt gleich hier auf unserer Couch sitzen wird. Hier ist eine Person, die sich über alles Gedanken macht, was gerade so in den Trends ist und im Sommer mit dem Longboard in ihrer Heimatstadt Ulm unterwegs ist und vor allen Dingen auch gerne mit ihrer Tochter kocht. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt zu sagen, wie sie auch heißt. Die liebe Elle ist nämlich ab heute mit am Start. Hallo, hallo! Hey! Hi! Schön, dass du hier bist! Ja, schön, dass ich da sein kann. Yay. Ich liebe diese Frage ja immer, wenn man sich vorstellt. Wie würdest du dich denn beschreiben? Warum tut ihr das? In 3 Worten. Warum tut ihr das? Um es noch ein bisschen schlimmer zu machen, in 3 Worten. Kurz und knackig. Kurz und knackig. Ich bin kreativ, ich bin ein bisschen verpeilt. Muss ich auch was sagen eigentlich? Was war nochmal die Frage? Was war die Frage? Und ich mag Essen. Und weil wir Aurora natürlich nicht ausschließen wollten, haben wir ihr die Chance gegeben, auch mal direkt mit einer Frage an Elle zu starten. Auch von mir ein ganz fettes, herzliches Willkommen im Team. Ich freue mich wirklich mega, dass du dabei bist. Und als erstes würde ich gerne wissen, was war eigentlich dein letztes Tattoo? Mein letztes Tattoo war das da. Das ist eine Vase mit einem Mond und Flügeln und Blumen. Und wir haben natürlich auch die Fragen der Community jetzt dabei. Und da ist die erste Frage von der lieben Jay. Sie möchte nämlich von dir wissen, was denn dein Lieblingsgericht mit deiner Tochter ist. Eigentlich alles, was mit Teig zu tun hat. Denn am liebsten koche ich mit ihr, wenn wir einen Teig kneten können. Damit es schön matschig ist. Ja, nicht mal matschig, sondern einfach so dieser Hefeteig, den du zusammen kneten kannst. Macht einfach super Spaß. Und dadurch schmeckt das Essen halt natürlich auch mega lecker. Um dich auch vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen, was du davor auch schon gemacht hast, wollte jemand wissen, was du denn vor Brust raus journalistisch schon gemacht hast, wo du gearbeitet hast und wie du hier ins Team gekommen bist. Davor war ich bei Funk, da war ich bei dem Format Glanz und Natur. Danach bin ich dann zu Typisch Ulm gegangen, das gehört auch zu Das Ding. Und jetzt habe ich mich, ich vergesse mal das Letzte, bei Brust raus. Okay. Genau. Und auf Brust raus habe ich schon ziemlich lange ein Auge geworfen tatsächlich. Also eigentlich seit das Brust raus gibt, so als irgendwie so das 5. Video oder so online war ich schon so, oh cool, hoffentlich kommt da meine Stellenanzeige. Und dann kam die auch und dann habe ich mich beworben. Das finde ich so krass. Ja. Fan der ersten Stunde so ein bisschen. Und jetzt? Ja, voll. Das war so ein Format, wo ich dachte, ey, das ist so cool, da will ich auch gerne dabei sein. Ja. Leute, das geht runter wie Öl. Soll ich noch mehr weiter? Ja, bitte, Was war so als Kind dein Traumberuf? Ich wollte immer Moderatorin werden. Ich habe immer Punkt 12 geguckt mit Nasan Eckes. So. Und war so, ey, cool, so, das möchte ich irgendwie auch machen. Mina hat dich gefragt, was du eigentlich so generell von Dating-Shows hältst. Guilty Pleasure auf jeden Fall. Und es amüsiert mich. Und ich finde Dating-Shows eigentlich nicht gut, aber eigentlich... Aber eigentlich weiß ich dann im Endeffekt doch ziemlich viel über diverse Shows. Was schaust du so? Temptation Island und Temptation Island VIP. Hast du dich verliebt? Ich habe mich verliebt, ja. Ich habe gehört, man soll gar nicht von Guilty Pleasures reden, sondern zu seinen Pleasures stehen. Ja, es ist kein Guilty Pleasure. Ich stehe dazu. Gut.
Jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu sehr persönlichen Fragen. Aleyna möchte von dir wissen, was du an dir am liebsten magst und was du an dir nicht so magst. Was ich an mir nicht so mag, ist, dass ich manchmal nicht so gut kommunizieren kann. Also manchmal sind in meinem Kopf die Sachen schon so gesprochen und dann vergesse ich das aber weiterhin zu kommunizieren, weil für mich ist das schon so abgeschlossen. Das schreibe ich mir jetzt mal auf. Ja, genau. Und was ich an mir am liebsten mag, ist, dass ich glaube, sehr neugierig bin. Ja, also dass ich eigentlich immer Bock habe, was Neues auszuprobieren und auch immer irgendwie eine gewisse Begeisterung habe. Also einfach so diese Grundneugierde, die ist einfach da. Also dieses, ey, ich probiere es jetzt trotzdem. So, auch wenn alle sagen, ich sollte es nicht probieren, weil ich halt neugierig bin. Fühlt es sich gerade auch wieder für dich an wie so ein Vorstellungsgespräch, oder? Nö. Geht? Okay, nee, gar nicht. Aber apropos Vorstellungsgespräch, wir waren ja nicht dabei. Ja. Wenn man dir sagt, was sind deine Stärken und deine Schwächen, Ja. wenn man dich das fragt, was würdest du antworten? Das hat man mich, glaube ich, im Vorstellungsgespräch nicht gefragt. Weil es eine scheiß Frage ist. Ja, voll. Perfektionistisch. Ja, ich bin zu hartnäckig. Das belastet mich total. Meine Stärken und Schwächen. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall kreativ, ich bin offen. Schwäche würde ich immer Mathe sagen. Habe ich auch bei anderen Vorstellungsgesprächen gesagt, dass Mathe bin ich raus, ja. Ich habe mal bei einem Vorstellungsgespräch bei meiner Schwäche gesagt, dass es meine Blase ist, weil ich habe eine chronische Blasenentzündung. Und da haben sie alle gelacht, aber ich fand es eigentlich gar nicht so witzig. Ich finde auch, auf so eine Frage darf man so eine Antwort geben. Ja, oder? Ja. Um mal bei den tiefen Fragen zu bleiben, Theresa möchte von dir wissen, was dich bisher in deinem Leben am meisten geprägt hat. Ob es da so ein Erlebnis gibt oder eine Person. Es haben mich zwei Sachen auf jeden Fall sehr stark geprägt. Das ist einmal, als mein Papa gestorben ist, da war ich 16 Jahre alt, und als ich mit 17 schwanger geworden bin. Ja, das sind so, und ein Kind bekommen habe. Das sind zwei sehr einschneidende Erlebnisse auf jeden Fall. Das sind auf jeden Fall die zwei Sachen, wo ich sage, die haben mich mit am meisten geprägt. Wenn wir mal kurz bei deiner Tochter bleiben dürfen, was gibst du ihr in dem Bereich Feminismus mit? Ich habe irgendwie am Anfang voll probiert, sie so voll divers und so groß zu ziehen. Und dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass ich da jetzt gerade momentan eigentlich gar nicht so viel machen kann, außer irgendwie Bücher lesen abends. Also so Bücher, wo halt einfach verschiedene Menschen abgebildet sind, People of Color etc. pp. Oder wo es auch heißt, ey, du bist ein Mädchen und du bist halt super stark und so, sowas schon. Aber alles andere kommt, glaube ich, erst ein bisschen später, wenn sie älter ist, wo man auch so ein richtiges Gespräch führen kann und Sachen erklären kann. Und da habe ich mir auch so ein bisschen den Druck rausgenommen. Über welches Thema willst du mal unbedingt bei Brust raus reden? Also so ein Thema, was dir so richtig so unter den Fingernägeln brennt. Ja, ich glaube, das verzerrte Bild von Müttern auf Socials und Co. Ja, das ist nämlich ganz geil, weil wir bisher noch keine Erfahrung damit haben. Deswegen voll gut, wenn da jemand mal darüber sprechen möchte auch. Voll gerne. Perspektive auch reinbringt. Ja, ich glaube, da habe ich Bock drauf. Wenn ihr noch mehr Themenvorschläge habt für uns oder auch für Elle, dann haut sie mal jetzt in die Kommentare, Leute. Die liebe Aurelie wollte von dir wissen, ob denn die Sexualisierung der weiblichen Brust auch ein Thema für dich wäre, was du bei Brust raus gerne ansprechen wollen würdest und wie du da überhaupt auch zu stehst. Die Sexualisierung der weiblichen Brust, das ist einfach der Titel von Jonas seinem Video. Ja, das ist gerade total heiß diskutiert. Wie ich zu der Sexualisierung der weiblichen Brust stehe, finde ich nicht gut, dass sie sexualisiert wird. Punkt. Ist auch ein Statement. Wie gehst du für dich so damit um? Also hast du da irgendwie eine eigene Perspektive dazu? Ja, ich habe eine. Und zwar, ich will nicht lügen, aber seit ich 15 bin, trage ich eigentlich kein BH. Und ich weiß noch, als ich da in die Schule gegangen bin, dass ich da komisch angeguckt worden bin, aber es gar nicht so richtig zuordnen konnte, weil es mich einfach nicht gejuckt hat. Ich finde das mega cool, mega stark. Eine Sache möchte ich aber anmerken. Ich glaube, es heißt BH. Ich weiß, ich spreche das aus. Ich spreche das falsch aus. Ich weiß, ich sag immer BH, ne? Und was sagst du? Du sagst BH, aber ich glaube, es ist BH. Aber ich höre da keinen Unterschied. Doch, so. Das eine ist das B-Beton, das andere ist H-Beton. Und was ist jetzt richtig? Das zweite mit dem H-Beton. BH. BH. Ja. Wir hatten ja auch schon mal ein Video dazu, wo wir über Cancel Culture gesprochen haben. Das hattest du ja moderiert gehabt, das Video. Und da wollten die Leute noch mal wissen, was ist denn deine Meinung zur Cancel Culture? Hast du da eine klare Meinung? Das ist immer auch sehr, sehr schwer. Oder siehst du beide Seiten? Ja, Cancel Culture. Was mir da jetzt spontan gerade einfällt, ist das Spiel, was
was jetzt gerade rausgekommen ist mit Hogwarts Legacy, mit J.K. Rowling. Und ich spiele das Spiel selbst nicht, aber mein Freund spielt das und ich schaue da immer zu. Und ich finde es halt also ich schaue nicht immer zu, es wäre auch gelungen, aber ich schaue ab und zu mal zu. Und es ist echt ein wunderschönes Spiel. So. Es ist richtig toll gemacht einfach. Da würde ich jetzt zum Beispiel super schade finden, wenn alle dieses Spiel boykottieren würden, weil es halt ein mega tolles Spiel ist und eigentlich auch gar nicht mehr so viel mit ihr zu tun hat. Einmal kurz durchschnaufen, jetzt gibt es ein paar Fragen. Da musst du mir ganz schnell drauf antworten. Okay. Das kriegen wir hin. Okay. Ting. Okay, welche Zauberkraft würdest du dir wünschen? Meerjungfrau sein. Ist das eine Zauberkraft? Ja. War kurz verwirrt. Wie alt bist du? 22. Bücher oder Filme? Filme. Wie groß bist du? 1,70. Und was ist deine Lieblingssüßigkeit? Schoki. Wie stehst du zur kulturellen Aneignung? Das ist auch wieder so eine diepe Frage und die kommt von Alina. Aber vielleicht hast du da auch ein paar Gedanken dazu, die du mit uns teilen wollen würdest. Alina, du stellst mir Fragen. Das wird jetzt... Wie ich zur kulturellen Aneignung stehe, ist mal so auf Braids bezogen und auf Locks und so und generell Frisuren. Bin ich so ein bisschen geteilter Meinung, weil ich der Meinung bin, dass sich Kulturen einfach mittlerweile vermischen. Und meine Tochter ist zum Beispiel auch weiß, aber ist halt zum Viertel African so und deswegen hätte sie eigentlich das Recht, sich Braids und sowas zu machen, das Recht in Anführungsstrichen. Aber man sieht sie halt nicht an, also sie wird halt nicht als schwarze Person gelesen. Deswegen da bin ich so, ey, mach was du willst, so, aber sei dir dessen bewusst, was du da auf dem Kopf hast. Aber wenn sich jetzt halt eine Kim Kardashian Cornrows macht und dann werden die Kim Kardashian Braids genannt, finde ich scheiße. Ja, also man merkt ja bei ihr vielleicht auch einfach, dass sie das macht, weil es vielleicht gerade cool ist und das dann ja vielleicht auch ablegen kann und während der Zeit dann vielleicht auch noch irgendwie Profit mit diesem ganzen Style schauen kann und das ist halt dann etwas, was man durchaus, glaube ich, kritisieren darf. Ja, voll. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass wir die Kardashians kritisieren hier auf dem Kanal, vor allen Dingen, wenn es um Body Positivity geht oder irgendwie dann, was da mitschwingt, auch Schönheitsoperationen. Da haben wir auch eine Frage von der Liv bekommen, die von dir wissen möchte, wie du zu Schönheitsoperationen stehst und vor allen Dingen, wenn sie vertuscht werden. You do you. Also wenn es jetzt eine Privatperson wieder ist und die vertuscht es für sich, weil sie sich damit einfach wohler fühlt, voll okay. Wenn es jetzt vielleicht eine Person ist, die auch als Vorbild genommen wird und dadurch ein unrealistisches Vorbild ist für andere und das nicht kommuniziert, finde ich es nicht gut. Dann würde ich sagen, mit der Frage, ich habe gehofft, dass sie reinkommt, weil sie so eine typische Brustrausfrage ist. Und sie kam von mehreren Stellen. Und zwar, was war denn dein größter Brustraus-Moment bisher? In meinem Leben? Naja, ich kann ja Brustraus-Moment voll für mich definieren, oder? Ja, definitiv. Ja. Darum geht's. Ja. Mein größter Brustraus-Moment war, als ich bei Brust rausgenommen worden bin. Ich glaube, irgendwie so nah. Ja, tatsächlich, weil ich mir das einfach so gewünscht habe, Moderatorin zu werden. Und dann kam so die Zusage rein und es war halt, du träumst halt was und auf einmal ist es Realität. Was ist denn dein Brustraus-Moment? Also so beruflich gesehen habe ich einen Brustraus-Moment. Da hat ein Vorgesetzter von mir nicht geglaubt, dass ich vor der Kamera gut funktionieren kann. Und ich habe dann diskutiert und dafür gekämpft und es hat geklappt. Hat wahrscheinlich auch so einen Ehrgeiz geweckt dann, ne? Ja, so voll. jetzt erst recht. Voll. Also das Coole, wenn man Gegenwind bekommt, aber weiß, dass man es eigentlich kann. So, dass man dann halt richtig durchzieht. So. Voll. Ja. Und das dazu stehen, dass man es halt kann und sich da nicht einschüchtern lässt, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Bei dir? Ich glaube, als ich das erste Mal tatsächlich öffentlich über all das gesprochen habe, was ich erlebt habe im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt, das war, glaube ich, für mich so ein Brustraus-Moment, weil das auf einmal dann so raus war und das für mich in meinem Heilungsprozess viel ausgelöst hat, der sich halt bis heute zieht. Also ich glaube, das ist auch bei dir oder auch bei dir, diese Brustraus-Momente beeinflussen halt so ein bisschen das, was danach noch kommt. Ich finde es auf jeden Fall nice, dass wir jetzt direkt schon so viel von dir erfahren konnten. Wenn aber trotzdem noch Fragen zu Elle offen sind, dann schreibt sie uns jetzt mal in die Kommentare, denn du bist jetzt nach der Veröffentlichung noch eine Weile am Start und kommentierst mit. Ansonsten solltet ihr nächste Woche unbedingt mit dabei sein, denn da geht dein neues und dein allererstes Video hier auf dem Kanal online, ne? Um was geht? Also ich will natürlich jetzt nicht so viel spoilern, aber es geht auf jeden Fall um Vlogs, um Cyberkriminalität und um eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe, als ich Mama geworden bin. Ihr könnt ja ein bisschen mitraten, um was es eventuell gehen könnte in den Kommentaren. Oder ihr schreibt uns einfach eine WhatsApp, speichert also unsere Nummer ein, wir blenden sie nochmal hier ein. Ich würde es machen, denn dort könnt ihr uns jederzeit Themenvorschläge schicken oder uns ein Feedback zu den einzelnen Videos geben oder einfach so chatten zu Sachen, die euch einfach gerade beschäftigen. Elle, willst du mich heiraten? Ja, voll, ich warte gerade darauf. Willst du das allererste Mal das Video hier abmoderieren?
Nee. Nee. Okay, gut, dann mache ich's, Leute. Abonniert den Kanal. Ja, ciao. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und kommt nächste Woche wieder. Bye. Ciao. Autsch.